So Leute, das kennt ihr schon. Das ist unser SIP mit unserem Slip-L-Gummi. Bisher immer wunderbar funktioniert, gerade ablegen vom Boot. Nimmt man sich einfach einen Stein in verschiedenen Größen. Dieser Stein voraussichtlich so schätzungsweise meine ich 250 bis 300 Gramm. Ich nehme einfach den Gummi, ziehe diesen Gummi hier oben rüber. Die Hauptschnur kommt dann hier durch diesen Body durch. Dann setze ich den auf eine Seite und ziehe den Gummi rum und befestige das hier. Oder wartet mal ganz kurz, ich zeige es euch nochmal anders. Hier haben wir einen abgeschnittenen, der hat noch eine Schnur. Da geht das vielleicht schon sogar noch mal besser zu zeigen. Nämlich, zack, Gummi rum, Stein ran. Die Farbe ist jetzt erstmal einfach nebensächlich. So, und der Slip-L immer perfekt für Bootsablegen. Ganz easy. So rausbringen, vom Boot runterlassen, so das hält gut. Der Fisch hakt sich an der Rückseite, fängt an sich zu schütteln, bupp, der dreht sich um und der Stein ist weg. Ganz easy. Jetzt sind aber, das war ja auch Ziel dieser Tour, Angeltechniken, Angelversionen kennenlernen. Und durch meine ganze Fluss- und Kanalreihe habe ich jetzt gemerkt, es gibt noch eine andere Bedingung, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Nämlich weite Distanzen beim Bootsangeln. Geht hiermit aber immer noch. Ich kann mit diesem Gummi immer noch einen großen Stein befestigen. Es würde noch rumpassen. Dieser Stein hier, also meiner Meinung nach locker 700 Gramm. Und man sieht schon, er hebt sich fast ab, aber mit einem Boot zum Ablegen, so, das würde noch funktionieren, wenn man ihn vorsichtig runterlässt. Ne? Und das ist jetzt wirklich schon richtig krass. Aber jetzt habe ich gemerkt, okay, im Kanal, wo ich zum Beispiel mal 20 Meter rauspendeln muss, im Fluss, aber trotzdem diese Steingröße brauche, fehlt noch ein Gummi. Also entwarfen wir kurzerhand, ich muss hier mal was verstecken, entwarfen wir kurzerhand den XL-Gummi. Man sieht das Größenverhältnis, einfach mal ein Stück breiter, ein Stück länger. So quasi das letzte passende Teil, was ich jetzt gedacht habe. So, und jetzt ist mir aber aufgefallen, es gibt eigentlich mehrere Anforderungen, die man damit erfüllen muss. Nämlich, entweder möchte ich einen Stein mit 250 Gramm vielleicht 30 Meter rauswerfen oder rauspendeln. Das würde mit dem Slip-L-Gummi nicht mehr funktionieren, weil er nicht genug Zug hat. Das heißt, ich brauche eigentlich einen, der genauso lang ist, aber mehr Bums hat. So, dann habe ich die Anforderung, einen sehr großen Stein zu nehmen, der auch halten muss. Und die Anforderung des Megasteins, ja, 1 Kilo oder ähnliches. So, und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das abdecken? Und wir haben jetzt uns gerade in den letzten Touren, jetzt wahrscheinlich gibt es das schon zu kaufen, uns überlegt, das Slip XL Gummi wird sozusagen das Endstück unserer Slip-Serie und kriegt verschiedene Löcher. Wenn man sich das jetzt anguckt, ist das erste Loch nur minimal, boah, überall diese Tiere. Das erste Loch ist nur minimal länger als das beim Slip L. Aber das hat halt mehr Bums. Das heißt, das kann ich jetzt nehmen, wenn ich einen Stein dieser Größe einfach mal mit ein bisschen mehr Halt haben möchte. Auf eine weite Distanz oder beim Rauspendeln. Dann nehme ich das kleinste Loch, ziehe das hier rüber, gleiche das noch ein bisschen aus und einfach durch diese breitere Passform hat das hier jetzt mehr Halt und ich kann es halt leichter rauspendeln. Das Ende macht am Ende macht nichts aus. So, will ich aber einen größeren Stein verwenden, hier, dann habe ich jetzt die Option, das mittlere Loch zu nehmen und zu sagen, okay, hier, der hält jetzt mit dem mittleren Loch. Ich muss das natürlich dann auch wieder so ein bisschen zurechtziehen, das bleibt bestehen. Upala. Genau. So, dann habe ich das mittlere Loch und den hält er jetzt auch schon. Kann ich auch zum Beispiel ablegen, rauswerfen, wird dann bedingt möglich. Oder ich gehe halt wirklich hier an diesen Megastein, dann habe ich hier die längste Distanz. Bums. Und hake den wirklich mit dem letzten Loch ein und habe hier jetzt die Chance, wirklich so einen 1,5 Kilo Stein für vorne die Buhnenspitze, wie das, was ich jetzt hier entdeckt habe, zu angeln. Und ich kann halt durch diese 3 Löcher einfach alle möglichen Dinge variieren. Ich kann kleine Steine straff einspannen, ich kann mittelgroße Steine straff einspannen, aber zum Beispiel auch sagen, okay, das ist ein fetter Stein, ich angel mit dem Boot auf weite Distanzen, ich brauche den Stein, aber will nicht, dass er so spät auslöst und dann nehme ich einfach das letzte Loch. Ich habe sozusagen durch diese 3-löcherige Slip XL Version das Endstück zu unserer Slip-Reihe geschaffen und ich habe hier die Option, sehr flexibel verschiedene Stärken der Einspannung, alle möglichen Größen der Einspannung abzudecken und das vervollständigt jetzt tatsächlich unsere Slip-Reihe und ich bin jetzt von 30 Gramm
bis 1 Kilo Stein komplett safe damit und kann wirklich unter fast allen Bedingungen angeln.